Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute soll es darum gehen, wir bauen eine Philips Hue Go nach. Also diese tragbaren RGB-LED-Lampen, die man dann mit einer App steuern kann. Die Idee habe ich von einem Benutzer bekommen, der hat mir per E-Mail angeschrieben. Ich habe jetzt leider gerade den Namen nicht im Kopf, aber ich habe es im letzten Sonntags-Tratsch- und Klatsch-Video habe ich es gesagt. Und ich habe ihm da ein paar Tipps gegeben, wie man das machen kann. Habe dann gedacht, komm, das setzen wir jetzt einfach als Video bei uns einmal komplett um. Und es ist alles ganz anders geworden, wie ich es ihm empfohlen habe. Weil wir sind da noch ein paar andere Ideen gekommen. Mir ist da auch eine Leiterplatte über den Weg gelaufen, die ein Akku-Pack schon beinhaltet und alles kann. Das seht ihr dann gleich alles noch. Ja, wunderbar. Und genau das werden wir heute machen. Ich sage es aber gleich im Voraus, Spoiler, wir werden das Projekt nicht fertig machen. Ich werde nur mal zeigen, was man machen kann. Ja, welche Hardware man braucht, wie man das ein bisschen verlötet und was man dann ungefähr draus machen kann. Das Ding ist nämlich, ich habe mir da am Anfang keine Gedanken gemacht. Ich habe Schüsseln bestellt und sehe da gleich alles und gemacht und getan und probiert und gelötet und reingebaut und funktioniert auch bestens. Aber ich hätte es mir als Endprojekt ein klein bisschen anders vorgestellt. Ich bin mit den Schüsseln, die ich da habe, nicht so ganz zufrieden. Aber darum geht es ja nicht. Am Schluss kommt was raus. Ich zeige es euch mal. Ich habe es hier in der Hand. Kommt ein tragbares, akkubetriebenes LED-Gerät raus. Und wo ihr das dann nachher einbaut, um irgendwas zu beleuchten und es schön zu machen, das ist euch überlassen. Ganz einfach. Das ist euch überlassen. Ich sag's jetzt und ich werde es am Schluss auch nochmal sagen, ich werde mein fertiges Projekt noch präsentieren. Das wird leider ein bisschen dauern. Das ist eine ziemlich chaotische Zeit gerade, weil ich musste noch eine andere Schüssel bestellen und die braucht ein bisschen. Und deswegen machen wir das Video einfach mal bis hierhin. Ich zeige, was geht. Ihr profitiert hoffentlich davon, habt Spaß dabei. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. So, und als allererstes muss ich ja mal probieren, ob das überhaupt alles so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe das vorher nicht getestet, ich habe einfach das Zeug gekauft und wir basteln es quasi hier heute gemeinsam zusammen. Ich habe mir also eine Schüssel geholt, auf Amazon, Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Ja, das ist eine Schüssel, die ist ohne Deckel gekommen. Da müssen wir doch mal noch schauen, was wir drüber machen. Und das Ziel ist hier, die gesamte Elektronik reinzubringen. Später einen Deckel drauf und dann soll es eben wie so eine Philips Hue Go leuchten. Ja. Und jetzt ging es erstmal darum, dass ich die Elektronik mal erstmal auf dem Tisch testen möchte. Weil da gibt es ein paar Fragen noch, aber die klären wir gleich. Was soll jetzt alles in die Schüssel rein? In die Schüssel soll einmal rein Akku-Pack. Da habe ich mir ein Akku-Pack von AZ Delivery gekauft. Das ist normalerweise da, um ein Raspberry Pi zu betreiben. Und ich habe mir schon überlegt, wie man das machen mit Akkus, aber das ist ein komplettes Pack, da kann ich per USB laden. Das hat einen Tiefentladungsschutz drauf, da ist ein recht großer Akku drauf mit 4000 mAh. Das sollte also dann wirklich auch ein Weilchen halten. Und ich habe 2 USB-Ausgänge, um irgendwas zu betreiben. Wir brauchen davon nur einen. Ja, dann müssen wir irgendwie ein ESP32 reinmachen. Und jetzt für den Test gleich, ich erkläre euch gleich warum, habe ich hier aus meiner WLED-Anleitung hier noch das Konstrukt mit ESP32, mit einem Relais und mit diesen Ring-LEDs. Das sind 30 Stück. Habe ich da noch, das brauchen wir jetzt dann gleich zum Testen. Ganz unten in diese Schüssel soll dann später noch eine Ladebuchse, damit ich das Akku-Pack auch laden kann von außen. Da habe ich mir einfach auch auf Amazon hier irgendein Kabel geholt mit einer Buchse, die man irgendwo versenken kann. Das werden wir dann wahrscheinlich mit Heißkleber noch dicht machen und einkleben. Hier soll also nachher ein Loch reinkommen, wo das Kabel drin ist. Dann schneiden wir das Kabel hier irgendwo ab und löten das dann später direkt hier an diese Ladebuchse dran. Und dann habe ich nämlich die Möglichkeit, von außen zu laden. So, und was wir aber jetzt probieren müssen, ist Folgendes. AZ Delivery schreibt, dass wenn man gleichzeitig lädt und einen Verbraucher dran hat, der auch ein bisschen Strom zieht, dass das dann eben Schwierigkeiten geben kann, weil die Spannung hier am Port abfällt. Und jetzt will ich einfach mal testen, ob ich den ESP32 mit 30 LEDs, ob ich den betreiben kann mit gleichzeitigem Laden. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich hier nicht einfach die Ring-LED reinbaue, aber ich befürchte, dass selbst wenn wir hier, die wir dann so auf der Höhe sitzen, also so
knapp unterm Deckel oder circa auf Viertels der Tiefe unterm Deckel, ihr wisst, was ich meine, dass man dann durch diesen Ring eben in der Mitte dann wenig Licht hat, weil ich glaube, egal was ich da später drüber mache, so diffus wird es nicht sein. Mein Plan war ja dann LED-Streifen auseinander zu schneiden und hier irgendwie so sternförmig anzubringen, aber das werden wir dann im Verlauf des Videos noch sehen, da bin ich noch nicht so weit. Was jetzt passieren soll, ich nehme dieses Akku-Pack hier. Ich nehme den ESP32, der funktioniert ja noch, da haben wir ja bei dieser Anleitung, die ist übrigens dann auch in der Infobox verlinkt, habe ich ja schon alles programmiert. Und die schließen wir jetzt da an und dann schließe ich das Ladekabel hier an und will einfach schauen, ob bei gleichzeitigem Laden der hier noch mit genug Spannung und Strom versorgt wird. Und jetzt fangen wir erstmal an und ich teste zuerst mal den ESP32 mit einem ganz normalen USB-Kabel. Habe ich jetzt in einem USB-Netzteil stecken, also da wird genügend Strom geliefert und ihr seht schon, ich habe so programmiert, dass das Relais direkt schaltet und angeht, wenn er mit Spannung versorgt wird. Das funktioniert also schon mal. Jetzt betreibe ich ihn über das Akku-Pack. Das heißt, ich nehme ein Akku-Pack, ich nehme hier einen Ausgang, in dem Fall der, wo für den Raspberry Pi vorgesehen ist, und schließe das andere Ende vom USB-Kabel an den ESP32 dran. Und das Ganze vielleicht noch richtig rum. Nein, war richtig rum. Alles klar. Und schalte jetzt einfach mal das Akku-Pack an. Und zack, wir sehen, es funktioniert. Also der ESP32 wird jetzt allein durch dieses Akku-Pack betrieben. Das hat hier noch einen kleinen Schalter dran. Da kann man es ausschalten und wieder einschalten. Ist halt jetzt die Frage, ob ich den dann später nutze, weil klar, wenn wir jetzt per Software die WLED-Lampe oder unsere YouGo-Nachbau, Do-it-yourself-Verschnitt ausschalten, per Software, dann würde da ja jetzt zwar das Relais dann schalten und die paar Watt, die da über die 30 LEDs fließen, würden nicht mehr zum Tragen kommen, aber der Mikrocontroller verbraucht ja trotzdem weiterhin Strom, ne, weil er im Standby ist. Ist jetzt die Frage, ob ich später den Schalter nach außen lege, um das Ganze komplett zu deaktivieren. Ja, da muss man halt dann jedes Mal dran denken, dass man, bevor man dann mit dem Handy irgendwie sein Licht einschalten will, erst wieder aktiviert. Überlegen wir uns noch was. Aber wie gesagt, jetzt ging es erstmal darum, kann ich gleichzeitig das Akku-Pack laden und den ESP32 mit Spannung versorgen, so dass der noch läuft. Und dazu schließe ich jetzt einfach ein weiteres USB-Kabel in ein Netzteil ein und schließe es dann hier oben in die Ladebuchse, an die Ladebuchse. Stecke es ein und noch läuft er. Aber noch fängt er auch nicht an mit Laden. Jetzt hat er angefangen zu laden. Hier seht ihr, das ist eine rote LED hier. Und das heißt, jetzt wird der Akku geladen und trotzdem leuchtet noch mein ESP32. Läuft also wunderbar. Das heißt, ich kann mindestens mal mit 30 LEDs in unserer Tupperschüssel oder in unserer Schüssel hier arbeiten, um das Ganze zu betreiben. Und man kann es auch gleichzeitig laden. Ne? So rum wäre auch ganz lustig, ne? Wenn man das so rum einbaut. Das heißt, der erste Test, der hat schon mal funktioniert. Wir können später das Ding irgendwo auf dem Balkon oder sonst wo stehen haben. Und wenn die 4000 Milliampere-Stunden halt doch mal leer sind, dann kann ich einfach das Ladekabel dann später hier noch anschließen und kann gleichzeitig trotzdem das Ding weiter leuchten lassen. Und genau darum ging es erstmal. Test bestanden. Ich habe das Ladekabel wieder draußen. Das Ding leuchtet einfach weiter, weil es jetzt natürlich über den Akku betrieben wird. Ich werde dann, wenn ich diese Buchse hier zerschnippelt habe, unsere Ladebuchse quasi später, werde ich die auch mal hier anschließen und mal gucken, was der Gesamtstrom ist, der hier verbraucht wird. Und dann kann ich auch ungefähr mal ausrechnen, wie lange der Akku wohl halten wird. Ich glaube, der wird sehr, 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 sehr lange halten. So, soweit so gut. Ich schmeiße mal hier alles auf den Haufen und fange jetzt zuerst mal an, diese Buchse auseinander zu schneiden und hier fest zu verlöten, weil das soll ja nachher sowieso hier drin passieren. Ich muss das zwar zum Einbauen nochmal ablöten, aber ich will das natürlich alles erstmal auf dem Tisch testen, bevor ich da mir jetzt die Mühe mache, das alles hier reinzubauen und zu verkleben und nachher funktioniert es dann nicht.
So, wie man sieht, habe ich die Buchse jetzt angelötet und dabei ist mir aufgefallen, dass ich eine USB-A-Buchse gekauft habe. Das heißt, es ist jetzt USB-A auf USB-A. Da braucht ihr natürlich, wenn ihr die gleiche Buchse nehmt, wie ich sie verlinkt habe, ein passendes Kabel, auch USB-A auf USB-A. Ne? Kann man auf Amazon so kaufen. Ich habe mir jetzt eins gebastelt aus 2 alten USB-Kabeln, weil ich natürlich gerade keins da hatte. Und jetzt wollen wir das mal testen. Ne? Die Buchse steckt quasi nachher bei uns hier drin. Ich schließe mein USB-Kabel an und die andere Seite stecke ich ins Netzteil und es steckt drin. Und jetzt sollte eigentlich diese rote LED hier angehen und wunderbar, das funktioniert und unser Projekt leuchtet immer noch. Und wenn ich jetzt natürlich das mal versuche zu steuern mit unserer WLED-App, wo ist sie? Ganz da unten. Und ihr seht, es geht aus, es geht an, ich kann ganz normal die Farben wieder ändern. Alles funktioniert bestens, obwohl ich gleichzeitig lade und Strom entnehme für hier unser Gedöns, was nachher da rein muss. Und wenn ich jetzt das Ladekabel ziehe, dann läuft es ganz normal weiter. Und aus geht es eben erst, wenn ich in meiner App dann später sage, schalt aus. Dann geht auch gleichzeitig das Relais mit aus, dass die LEDs auch im Standby keinen Strom verbrauchen. Und ich habe quasi nur noch den Stromverbrauch von dem ESP32, aber der ist wirklich, wirklich äußerst gering. Da kann nichts passieren. Jetzt, wo ich diese Buchse dran habe und auch ein Kabel hier habe, kann ich das jetzt hier einfach mal in der Mitte wieder auftrennen. Ich reiße gerade mal auseinander und kann eben die plus minus 5 Volt direkt vom Netzteil holen und gleich mal messen, was jetzt die komplette Schaltung hier an Strom benötigt bei 5 Volt. Und das mache ich jetzt gleich. So, ich habe jetzt die Spannungsversorgung über unsere Ladebuchse, die später unten in der Schüssel sitzt, ne, übers Netzgerät versorgt. Und da fließen jetzt, während unser WLED-Projekt läuft und der Akku geladen wird, 1,2 Ampere. 1,2, 1,21, 1,9. Das schwankt immer ein bisschen hin und her, aber man sieht, dass man mit dem 1,5 Ampere Netzteil oder mit dem 2 Ampere Netzteil ja wunderbar klarkommt, das Teil gleichzeitig zu laden und zu betreiben. So, und dann jetzt interessiert mich natürlich auch noch, wie viel unsere Schaltung hier alleine verbraucht. Und da schließe ich jetzt gleich mal das Netzgerät an. Dann schauen wir, was verbraucht denn unser WLED-Teil an Strom bei den 5 Volt. Und dann können wir mal ausrechnen, wie lange uns der Akku voraussichtlich halten wird. Und das machen wir genau jetzt. So, ich habe jetzt das, sieht jetzt ziemlich lustig aus, aber es funktioniert. Ich habe jetzt das mal über das Netzteil angeschlossen. Ich aktiviere es. Und ich sehe, wir verbrauchen im Betrieb mit Relais, mit leuchtenden LEDs. Ich werde da jetzt auch mal auf die Farbe Weiß gehen mit der WLED-App, dass man da auch möglichst viel Strom ziehen. So, und da liegen wir jetzt mit 30 LEDs, also das darf man nie vergessen, mit 30 LEDs liegen wir da jetzt bei einem halben Ampere, 555 Milliampere. So, das heißt, das merken wir uns mal, 550 Milliampere. Und jetzt schalte ich mal mit der WLED-App die LEDs einfach aus und wir gucken mal, was im Standby noch an Strom verbraucht wird. Nur durch den Mikrocontroller quasi. Und da liegen wir genau bei 68, 67 Milliampere. Das ist also sehr, sehr wenig. Und im nächsten Schritt rechnen wir jetzt einfach mal aus, wie lange uns dieser Akku von dem AZ Delivery Board hier, wie lange der uns im Betrieb und im Standby halten wird. Und dann haben wir so mal ein Mittel, wie viele Stunden man das Ding einfach betreiben kann und ob es da sich wirklich lohnt, einen Aufwand zu machen mit dem An- und Ausschalter, um die Spannung komplett zu cutten. So, und während ich meinen Akkuschrauber für den nächsten Teil schon gerichtet habe, habe ich das mal kurz ausgerechnet oder überschlagen. Also wir kommen auf circa 8 Stunden im Betrieb nachher. Wenn man die Farbe Weiß einstellt, das heißt, wenn man eine andere Farbe wählt, natürlich wesentlich länger, weil macht man es bunt, zum Beispiel Blau, Rot, Grün, irgendwas, liegt man so um die 200 Milliampere unter dem Strom, der bei der Farbe Weiß fließt. Und im Standby kommen wir auf ca. 58 Stunden. Also vollkommen ausreichend. Ich werde da keinen Taster einbauen oder Schalter, um das an- und auszuschalten, weil da müsste man hier außen dann auch wieder irgendwo ein Loch reinmachen und ja, lassen wir. Wir wollen es unkompliziert machen. So, Akkuschrauber, ich habe schon das Bohrfutter gerichtet, weil jetzt muss er hier hinten im ersten Schritt ein
Loch reingemacht werden. Dazu habe ich hier so einen Kegelbohrer, weil wir ja diesen Stecker hier oder diese Buchse hier reinstecken möchten. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Übrigens, geiler Akkuschrauber, wenn ihr echt einen guten Akkuschrauber sucht, den Bosch Professional GSR 18V60 FC, kann ich echt empfehlen. Und nein, ich kriege nichts vom Bosch dafür, den habe ich mir selber gekauft, weil der hat 4 Aufsätze dabei und einer davon ist eben dieser Bohrfutteraufsatz und das ist wunderbar. Ihr habt da sogar einen Aufsatz für ein Schlagbohrfutter. Hammerteil, funktioniert bestens. So, jetzt will ich es aber nicht verbocken. Ich habe zwar ein paar Schüsseln, aber ich lege jetzt einfach mal los, setze in der Mitte an und bohre da jetzt einfach mal nach unten durch. Und ich schätze jetzt die Größe auch nur ab. Ich muss auch sagen, der Bohrer hier ist ziemlich am Murks. Der wurde schon 1000-mal geschliffen. Aber für das Kunststoff wird es reichen. Jetzt ist leider auch schon ein bisschen gebrochen. Egal, durch. So, jetzt schauen wir nochmal, was er jetzt sagt. Jetzt ist er drin. Und wie ihr seht, die Buchse ist drin. Die ist jetzt hier natürlich, fliegt nicht mehr raus, aber ist natürlich sehr locker. Das wird nachher einfach mit einer Heißklebepistole wird es ringsrum fixiert. Ich habe jetzt leider ein bisschen sehr gedrückt. Das heißt, wir sind hier unten kleine Risse entstanden. Das ist aber nicht wild, das stört mich nicht. Ich habe noch einen ganzen Stall voll von den Schüsseln. Aber das Ziel ist jetzt erstmal soweit erreicht. So, und ich habe fertig und wie ihr seht, ich habe da ein bisschen gepfuscht. Ich habe das grüne Kabel ja aus Versehen zu kurz abgeschnitten. Ja, ihr seht auch gleich, warum ich es jetzt verlängert habe, weil das sind ja nachher die 3 Kabel, die hier oben dann an die LEDs kommen. Ne? Jetzt hätte ich natürlich, die Steuerleitung ist das D4 am Mikrocontroller. Jetzt hätte ich natürlich hingehen können und es hier einfach neu anlöten, aber ich wollte eben mal die Teile wieder verwenden. Ich habe mir da so ein Sortiment gekauft mit diesen Kabelverbindern, wo schon Lötzinn, na, jetzt will es nicht aufgehen, wo schon Lötzinn drin ist. Und dann kann man eben, ich habe es schon mal in einem Video gezeigt, dann kann man eben links ein Kabel rein, rechts ein Kabel rein, heiß machen. Das ist gleichzeitig ein Schrumpfschlauch und dann hier in der Mitte ist Lötzinn drin und macht eine perfekte Verbindung. Da habe ich gedacht, komm, das machen wir jetzt nochmal. Da verlängern wir einfach das Kabel und ihr seht, das ist eine bombig gute Verbindung. So, jetzt gehen wir es ganz kurz doch durch. Was habe ich gemacht? Ich habe unsere USB-Buchse mit der Lade-USB-Buchse von diesem Raspberry Pi Akku-Pack verlötet. Ich habe da einfach Plus und Minus angelötet. Zuvor natürlich alles mit einem kleinen Multimeter gemessen, damit das alles richtig rum ist. Dann habe ich vom USB-Ausgang, wo nachher eben, oder ganz am Anfang ja unser Projekt zum Testen dran war, habe ich eben, bei mir ist jetzt weiß plus, blau minus, 2 Kabel angelötet, bin auf diese Klemmen gegangen hier und von dort eben auf den Mikrocontroller nach 5 Volt und Ground, ne, plus minus, auf den Mikrocontroller plus minus und bin gleichzeitig von den plus minus Klemmen weg mit einer offenen Litze, wo später der LED-Streifen versorgt wird, weggefahren und einmal direkt vom Mikrocontroller. Ja, das ist jetzt alles hier ein bisschen schwierig zu zeigen. Direkt vom Mikrocontroller mit D4, mit der grünen Litze, weil da wird dann nachher das Steuersignal für die WLED oder was weiß ich, was wir jetzt da nehmen, für die WLED sage ich schon, für den LED-Streifen oder für den LED-Ring rauskommen. So, diese 2 Benöpsels hier, die baumeln natürlich jetzt hier ein bisschen im Weg rum. Die werde ich jetzt nicht mit Heißkleber festmachen, das darf da unten rumbaumeln, das juckt mich nicht. Ich lege jetzt einfach das lange schwarze Kabel da unten rein. Ich habe das so lange gelassen, dass wenn ich irgendwann mal das ausbauen will, dass ich hier eben dran komme. Ne? Dann kann ich hier dran arbeiten
Und das juckt mich nicht groß. Jetzt muss ich nur dran denken, dass ich das Teil hier auf On schalte. Da habe ich nämlich auch nicht drüber nachgedacht. Da kommt man nämlich nachher ein bisschen schwer dran. Das wird also bei mir immer auf On sein. Wie gesagt, das Teil hier hat einen Tiefentladeschutz. Wenn der Akku leer ist, ist er einfach leer. Dann steckt man unten wieder ein Kabel dran, dann ist es wieder voll und fertig Spaß. Ne? Der darf also wirklich dauerhaft auf On sein. Problem ist halt jetzt, dass wir hier noch eine kleine grüne LED haben, die hier halt auch dauerhaft leuchtet. Das schadet aber nicht. Ich lasse das so, damit ich einfach sehe, okay, da ist noch Strom drauf, das Ding funktioniert. Wenn nämlich der Akku mal leer ist, geht die grüne LED auch aus. Könnte man jetzt natürlich auch auslöten oder mit dem Edding schwarz anmalen oder weiß der Geier was. Ist alles noch optimierungsbedürftig, das könnt ihr euch gerne anschauen, aber das soll jetzt einfach eine schnelle, einfache Lösung sein und auch so ein bisschen zeigen, dass man einfach loslegen kann mit Basteln und sich währenddessen Gedanken macht. Ne? Also ich habe mir davor jetzt echt nicht groß Gedanken gemacht, das hat jetzt mehr oder weniger zufällig alles so reingepasst, wie ich es halt jetzt habe. Ne? Und so möchte ich das Ganze jetzt eben befestigen. Ja, ich mache nochmal die Heißklebepistole rein in den Strom. So soll das Ganze jetzt befestigt werden. Vielleicht lege ich die Kabel sogar auf eine andere Richtung raus, hier ungefähr. Und jetzt drücke ich einfach diesen Akku-Pack hier nach unten, dass quasi die Ecken an dieser ist ja kein Tupper, an dieser Kunststoffschüssel anliegen. Und dann klebe ich die Ecken hier einfach fest mit richtig dick Heißklebe-Pistolenkleber, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, ein kleiner Nachteil, was ich jetzt gerade gesehen habe beim Drehen. Man sieht natürlich hier jetzt durch die Schüssel durchschimmern so ein paar Kabel und ich sehe auch, wenn ich ganz genau hingucke, die Vakuumklemmen, nenne ich es jetzt einfach trotzdem. Das mag dem gefallen oder nicht. Man kann natürlich, bevor man das Ganze jetzt reinbaut, auch hier einfach mit einer Spraydose erstmal innen drin alles schwarz machen, damit man das Ganze nicht mehr sieht. Das mache ich jetzt in dem Fall nicht. Ich drücke jetzt diesen Akku-Pack einfach runter und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich aufgeht, wie ich mir das gedacht habe. Muss man ganz kurz einen Sprutz Heißkleber irgendwo hin machen. Die Heißklebestole ist leider nicht mehr die jüngste. Ich bin schon froh, dass ich sie überhaupt gefunden habe. Und jetzt haben wir es schon. Jetzt rutscht der Griff hier durch. Dann muss ich da wieder halt ein bisschen behelfen, indem ich hinten auf den Heißkleber. Nee, das funktioniert jetzt nicht gut, aber es muss halt jetzt irgendwie gehen. Ich traue jetzt hier einfach dick Heißkleber drauf. Und das andere Eck auch. Das dritte Eck. Das Schöne am Heißkleber ist halt, man kann ihn später wieder relativ gut lösen, aber er klebt halt auch verdammt gut. Also mit dem Zeug kann man echt alles machen. Ne? Jetzt noch aufs letzte Eck, da sind die Kabel ein bisschen im Weg. Aua, das war heiß, bin natürlich mit dem Finger in so ein Heißklebernest reingekommen. So, wunderbar. Stecken wir die wieder aus. Jetzt drücke ich das ja noch ein bisschen dran und dadurch, dass das jetzt halt so richtig dicke Heißklebenester hier sind, muss ich es ein bisschen halten, weil das dauert jetzt einen kleinen Tick länger zum Auskühlen. Und ja, dann schauen wir mal, wenn es ausgekühlt ist, wie es hält und wie es funktioniert. So, der Heißkleber ist mittlerweile ausgekühlt. Es hält, ich kann es halt jetzt auch am Akku-Pack halten. Jetzt machen wir mal so ein bisschen einen Falltest, einen Schütteltest. Ja, man sieht, das hält wunderbar bombastisch hier drin. Also irgendwann, wenn man da jetzt richtig wild mit achso, ich lasse es natürlich auf Silikon fallen, ne? Machen wir es mal auf den Tisch. Wenn man es halt irgendwann übertreibt, wird es vielleicht mal lose werden, aber hier, ich kann da auch relativ kräftig ziehen. Alles gut. Das heißt, soweit sind wir jetzt schon mal startklar. Wir haben die Ladebuchse, wir haben die komplette Elektronik drin. Und jetzt wird es eben lustig. Jetzt haben wir eben 3 Kabel, an die wir entweder einen LED-Streifen oder sonst was anschließen. Und da werde ich jetzt einfach mal testen. Ja, ich schließe jetzt zuallererst diesen LED-Ring an, den ich da habe.
Und werde da einfach mal mit irgendwas Diffusem und wenn es ein Blatt Papier ist, drüber gehen und mal schauen, wie kommt es rüber. Und als nächstes werde ich hier im Kreis einen LED-Streifen ankleben und dann schauen wir mal, wie kommt das rüber. Und dann entscheiden wir uns einfach ad hoc, was wir machen. Und los geht's. So angeschlossen ist. Ich habe ja auch mal ein Blatt Papier geholt. Ich habe das jetzt kurz mit diesen Klemmen hier gemacht, weil ich möchte natürlich jetzt zum Testen hier nichts anlöten, aber im Prinzip juckt er nicht. Im Prinzip würde der Ring dann so hier drin liegen und wir gehen jetzt hin und machen hier mal einfach was Diffuses drüber, ja, und schauen mal, wie das rüberkommen würde. Und ihr seht, das ist nicht wirklich schön. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, weil das Ganze natürlich nicht so tief unten ist und nachher sollte es ja auch kein Blatt werden, sondern irgendwas anderes. Ein Blatt ist natürlich auch nicht optimal, aber man sieht halt, obwohl der kommt halt jetzt immer wieder hoch. Wie halte ich den jetzt dann kurz mal unten? Ja, drücken wir das mal ein bisschen runter. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn ich das Kabel hier ein bisschen drücke, dass er mal liegen bleibt. Dann machen wir einfach irgendwas Schweres hier mal drauf, so ungefähr. Ja, diese Aussparung ist natürlich jetzt der Mütze. Ich mache jetzt mal hier das Filmlicht aus und jetzt sieht man schon mit dem Blatt Papier, so würde das dann nachher aussehen circa. Ja, das ist jetzt nicht verkehrt, aber natürlich auch nicht optimal. Ganz einfach, weil in der Mitte sieht man doch, dass da ein bisschen was fehlt. Der Ring hat halt dann ja doch ziemlich großes Loch in der Mitte. Farben können wir ja schon ändern und im Prinzip haben wir ja jetzt schon die unseren YouGo nachbauen, können hier mit dem Handy, ich habe es mal hier nebendran, können wir unsere Farben ändern. Wir können ja jetzt auch mal zum Spaß einfach, das ist ja immer das Schönste, ne? Ein paar Effekte machen. Warte mal, was ist denn der Rainbow-Effekt? Den finde ich immer ganz nett. Seht ihr? Also das funktioniert wunderbar. Und auch wenn man das dann hier an der Seite hat, ne, der ganze Becher leuchtet dann zumindest im oberen Teil so ein bisschen mit. Ja, also schon mal nicht verkehrt, aber ich möchte trotzdem noch testen, was wäre, wenn wir da einfach außenrum, ich mache mal das Filmlicht wieder an, wenn wir da einfach außenrum einen LED-Streifen kleben, ob das nicht schöner ist. Da habe ich aber höchstwahrscheinlich in der Mitte ein wesentlich größeres, dunkleres Loch und irgendwie wollen wir ja die ganze Fläche schön beleuchtet bekommen. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen rumprobieren, das mache ich jetzt mal und melde mich wieder, wenn ich da irgendeine Lösung habe. So, wie ihr seht, ich habe es jetzt mal mit Kreppband hier reingeklebt und jetzt ist eben die Frage, wie man das macht. Ich habe hier noch zwei LED-Streifen mit jeweils 3 LEDs in die Mitte geklebt. Die laufen jetzt aber gerade nicht, weil ich die dummerweise gerade geschrottet habe. Ich habe jetzt keine Lust, das neu zu machen. Aber wir schauen es uns mal an. Ich mache gerade mal hier das Licht nochmal aus bei mir. Und wenn man jetzt natürlich ein Papier drüber macht, sieht das Ganze doch schon mal ganz gut aus. Ne? Ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, durch die 2 LED-Streifen hier in der Mitte wäre die Mitte auch noch ausgeleuchtet. Das heißt, es wäre so schon mal gar nicht so verkehrt. Ne? Ich habe auch hier jetzt mal auf volle Helligkeit. Ich kann auch mal auf Solid schalten und mal ein bisschen die Farben switchen. Wäre eigentlich gar nicht so blöde, muss ich sagen. Sieht gut aus. Macht auch im Weiß recht hell, im Bunten nicht so, aber es soll ja auch nur ein Dekolicht sein. Soll ja keine Taschenlampe werden. So. Jetzt ist mir aber bei der ganzen Bastelei noch was anderes gekommen. Und zwar, ich zeige es gerade mal,
wenn man das wegmacht, ich kann noch mal ein bisschen Licht hier ranlassen, damit ihr auch was seht. Ich habe mir mal gedacht, wenn man das hier abmacht wieder und das Ganze andersrum baut, ja, das heißt, ich tue den Karton, wo ich jetzt die LEDs drauf habe, jetzt einfach mal hier rein drücken. Mache das mal kurz wieder, obwohl ich hebe es jetzt mal mit der Hand, ist ja jetzt gerade egal. Und die Elektronik dann eben auf die andere Seite hier und oben einfach ein Deckel drauf. Ja, wäre scheißegal. Ich habe aber dadurch hier schon ein diffuses Teil. Ich habe das auch gerade mal ein bisschen abgeschliffen, weil das mittlere, das ist eher durchsichtig und nicht so diffus. Dann hätte ich im Prinzip schon eine fertige diffuse Kappe. Das sieht ganz gut aus. Ich mache mal geschwind das Licht nochmal aus. Und dann sieht die ganze Geschichte nämlich so aus. Und ist jetzt ein bisschen blöd, dass die hellblau ist, diese Schüssel. Ich mache jetzt mal ein paar andere Farben an. Ich muss gerade nochmal auf Effekte gehen. Dann gehen wir auf Solid. Und ihr seht, das ist jetzt blau. Das wäre jetzt rot. Dann haben wir hier gelb. Haben grün und das ist schon richtig brutal hell. Also klar, das Papier, was ich drauf hatte, nimmt natürlich Licht. Ne? Da muss natürlich irgendwas anderes diffuses drauf. Vielleicht, da muss ich mal gucken, da habe ich leider noch nichts gefunden. Aber wenn man das so rumbaut, dann sieht es richtig geil aus. Dann spare ich mir auch die LED-Streifen in der Mitte. Dann brauche ich nur den LED-Ring. Ich mache mal weiß. Also klar, logisch, durch die leicht bläuliche Farbe von dieser Schüssel wird es ein bisschen verfälscht. Aber es ist doch in Ordnung, sieht doch relativ weiß aus und es ist richtig, richtig hell. Und dadurch, dass ich halt, ich mache Licht mal geschwind wieder an, hier einen größeren Abstand habe, man sieht es ja so ungefähr, ne? Hier diesen Abstand habe ich ungefähr, habe ich natürlich logischerweise auch da durch das Diffuse die einzelnen LEDs dann nicht mehr zu sehen oder ich sehe die einzelnen LEDs nicht mehr oder kaum mehr. Ne? Also so ganz am Rand hier, wenn man so drauf schaut, sieht man sie noch. Ne? Ich mache noch mal gerade das Licht aus, da sieht man sie noch leicht. Aber das sieht schon richtig gut aus, muss ich sagen. Das gefällt mir so ganz gut. Was ich nicht so schön finde, ich habe es wie gesagt gerade schon geschliffen, man sieht halt hier den Rand noch etwas, den ich hier abgeschnitten und danach geschliffen habe. Das kriegt man aber sicher noch ein bisschen schöner hin, noch ein bisschen runder. Das gefällt mir ehrlich gesagt jetzt momentan besser. Zumal ich für diese Variante, wenn ich es so rum mache und alles unten reinbaue und das hier dann hier oben drauf lege, hier wirklich irgendwie ein sehr, sehr gutes Plexiglas drauf machen muss, was mir noch das Licht rüber gibt. So, und deswegen habe ich jetzt kurzerhand entschieden, ich baue das ganze Ding um, von hier nach dort. Und zwar genau in diese Richtung. Genau so werde ich das jetzt hier einbauen und das hier rausziehen. Das ist ja sehr schnell erledigt. Mache hinten den Deckel drauf und da haben wir halt eine verkehrtrumme Philips Hue. Ne? Blöd jetzt ein bisschen wegen dem eingeklebten Ladeadapter. Aber ist halt so. Ne? Ich werde dann hier hinten drauf einen Deckel kleben. Und werde dann den Ladeadapter, sage ich schon, den Ladestecker, dann eben in den Deckel versenken. Ne? Und ich mache das jetzt schnell fertig und wir schauen uns das dann mal zusammen an. So, die Variante 2 ist fertig und wenn ihr nicht so doof seid wie ich und Schüsseln kauft, wo es einen Deckel für gibt, ja, dann könnt ihr das auch so rumbauen. Seht ihr? Da jetzt einfach ein Deckel drauf, ein Loch durch den Deckel, euer Ladeport da rein und fertig Spaß. Ich habe jetzt leider Schüsseln gekauft ohne Deckel und ich werde jetzt auch nicht das Video nochmal neu drehen und nochmal andere Schüsseln kaufen und nochmal 3 Wochen warten. Es geht mir auch gar nicht darum, hier so einen Hochglanz Philips Hue Go Nachbau zu präsentieren, sondern einfach, mir geht es mehr darum zu zeigen, hey Leute, fangt an mit Basteln, es lohnt sich.
einen Weg ein bisschen aufzeigen. Ja, ich werde mir hier natürlich noch einen Deckel basteln. Werden wir vielleicht zum Schluss des Videos auch sehen. Ich muss mal schauen, wie es mir jetzt zeitlich reicht. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert in beide Richtungen. Ja? Und wenn ihr ein bisschen eine größere Schüssel kauft, dann könnt ihr auch da mehr Elektronik reinbringen. Es ist halt in den winzig kleinen Dingen hier doch ziemlich eng, aber es passt. Ja? Also kauft euch irgendein Gefäß mit Deckel, wenn ihr einen 3D-Drucker habt. Habe auch einen, aber ich wollte jetzt bewusst nicht mit dem 3D-Drucker machen, weil es haben doch viele keinen. Funktioniert es natürlich auch. Druckt euch ein Gefäß aus mit Deckel und mit Schalter, Knopf, und was ihr alles braucht und baut es ein. Worum es mir geht, dieser Adapter hier zum Laden von dem Ganzen von AZ Delivery, also dieser Raspberry Pi Akku, der ist wirklich klasse, der läuft jetzt auch schon, seitdem ich das Video mache, die ganze Zeit. Kann man sich nicht drüber beschweren. Also wenn ihr was in die Richtung sucht zum Akku betreiben, das ist wirklich kaufbar, das Ding. Und wenn man es so rumbaut, kann man sogar noch einen Schalter ran, ja, wenn man dann einen Deckel öffnet. Ich habe jetzt einfach das Ladeteil hier mal reingelegt. Ich glaube, ich lasse das auch vielleicht so und mache mir hier so eine Möglichkeit, die ich einfach draufstecke und wieder abziehen kann, wenn ich laden will. Mal schauen. Ne? Das Ganze funktioniert. Das schauen wir uns am besten dann gleich mal an, wenn es dunkel ist. Ich mache gleich nochmal das Licht aus. Jetzt hat er wieder verbunden nach dem Neustart gerade. Und ich mache mal hier das Licht aus, gehe mal auf volle Helligkeit. Und wie ihr seht, das funktioniert bestens. Das macht auch sogar relativ hell so rum, weil das halt wirklich dieses Kunststoff von der Schüssel hier, von der Minischüssel, ist halt echt durchlässig, aber dennoch total diffus. Also ihr seht, wenn ich hier ein bisschen höher gehe, ne, da leuchte ich dann doch was aus damit. Vor allem an meiner Wand hier sieht man es. Ich schaue gerade mal nachher, dass ich das noch ein bisschen, also an einer weißen Wand natürlich besser als hier, ja, ich lege mal ein Blatt hin, seht ihr, also das macht schon was her. Wenn ich dann eine Farbe einstelle, funktioniert immer noch. Also es ist schon richtig cool. Ich lege es mal wieder so rum hin und lasse mal noch ein bisschen Effekt laufen. Aber natürlich wieder mein Lieblingseffekt, Rainbow. Ich lege mal das iPhone hier nebendran, dann könnt ihr da mitgucken. Wo sind wir? QR. Rainbow. Ja, das funktioniert wunderbar, bestens. Jetzt seht ihr natürlich auf der Kamera die Farben nicht so gut, weil das wahrscheinlich ein bisschen zu hell ist. Aber es funktioniert wirklich sehr schön. Ich werde nachher nochmal eine kleine Demo laufen lassen, dass man das dann nochmal in einem Kurzvideo sieht. Machen wir gegen Schluss noch. Und ja, es sieht einfach klasse aus. Ich krieg's jetzt mit der Kamera nicht viel besser hin. So, und ich komme jetzt nochmal mit dem richtigen genialen Scheiß daher. Und zwar, wir hatten ja diese Ring-LED da drin. Das haben wir uns ja alle schon angeschaut und das funktioniert wunderbar. Ich habe aber noch eine Alternative und zwar so eine LED-Matrix. Das wollte ich euch auch zeigen, weil es einfach genial ist. Viel mehr LEDs, in dem Fall 8x8, also 64 Stück. Und anzuschließen sind die genauso wie die Ring-LED oder jeder LED-Streifen. Ne? Ihr habt hier einen Eingang, steht auch da, in 5 Volt und GND. Da wird wieder ganz normal wie an jeder WS2812B LED angeschlossen. Und hier hättet ihr den Ausgang, also GND 5 Volt und Ausgang. Da könnte ich jetzt den Ring anschließen mit seinem Eingang. Und dann könnte ich vom Ring wieder raus auf einen LED-Streifen. So kann man das halt ketten. Aber schaut euch die Anleitung an. Wie gesagt, ist in der Infobox verlinkt. Da wird alles erklärt. Heute geht es ja einfach mal nur darum zu sehen, wie kann man mit etwas basteln und versuchen und machen und tun, so eine Philips Hue Go nachbauen. Da müsst ihr dann irgendwie noch selber kreativ werden. Jetzt aber zu diesem netten Teil. Ich schalte das gerade mal an. Ich habe mein Handy hier liegen und mache das Ganze mal an. Und das ist wahnsinnig hell. Ne? Das ist noch nicht mal volle Helligkeit. Ich mache es mal auf volle. Jetzt haben wir die volle Helligkeit. Also das blendet schon in den Augen. Das ist abartig. Und machen wir mal einen Effekt rein. Ich nehme natürlich wieder den Rainbow. Und Rainbow, da ist er. Und machen den mal ein bisschen langsamer, dass das hier schön wechselt. Ja? Und wenn ich den jetzt mir vorstelle in so einer normalen Tupperschüssel, ich muss jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie hier hingelegt bekomme, dass es nicht wieder runterfällt, dass ich mal die Schüssel so jetzt und ich stülpe mal einfach die Schüssel drüber und wow,
das sieht jetzt wirklich genial aus. Ich mache mal kurz das Filmlicht aus. Wird man jetzt von oben nicht richtig sehen durch die Kamera. Ich mache die mal ein bisschen dunkler. So ist vielleicht jetzt ein Tick besser, aber das ist wirklich brutalst hell, das Ding. Und es ist halt extrem gleichmäßig ausgeleuchtet. Ich mache das Filmlicht gerade mal wieder an. Also das ist wirklich extrem gleichmäßig ausgeleuchtet. Ich sehe hier auch nicht mal die einzelnen LEDs. Warum nicht? Ganz klar. Ich habe das jetzt hier nur auf dem Akku-Pack liegen und habe das hier so ziemlich weit unten in diesem kleinen Schüsselchen platziert. Das heißt, ich habe hier natürlich einen riesen Platz nach oben. Das heißt, da sehe ich dann die LEDs auch nirgends. Ne? Das sieht genial aus. Obwohl das Ding ja leicht blau ist hier. Wunderbar. Also das hier ist wirklich, wer es hell haben will und eine geniale Alternative. Und die Dinger sind auch nicht teuer. Wie gesagt, alles, was ich hier irgendwie habe und mache, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr das anklicken und kaufen, wenn ihr möchtet. Ja, jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich das hier einbaue, weil das hier viereckig ist, die Schüssel rund, das heißt irgendwo werden die Ecken dann anstoßen an der Schüssel, dann verkürzt sich natürlich der Abstand, da ist die Schüssel ein bisschen zu groß für die Platte, da würde ich natürlich die einzelnen LEDs wieder sehen und es ist natürlich, dann ist natürlich nur so ein Teil der Schüssel hier ausgeleuchtet, muss gerade reinhalten, ne? Wir wollen das ja ungefähr so haben. Und das heißt, ich müsste jetzt quasi diese LED-Matrix auf, ich mache das jetzt erstmal dunkler wieder, das ist ja Wahnsinn, stört es in der Kamera auch nicht so. Mal sehr dunkel. So, das heißt, ich müsste den jetzt hier die LED-Matrix auf den Akku kleben, ja, das wäre okay, das kann man machen. Die Kabel hier natürlich kürzen, das ist natürlich jetzt alles viel zu lang, das war vorher in Ordnung, das wird dann alles ganz knapp. Einfach gekürzt und dann könnte ich das wieder in die Schüssel mit dieser Platte festmachen, weil die ist ein bisschen länger, die stößt früher an und dann hätte ich so ungefähr diese Höhe. Ja? Und würde sogar diesen diesen Ladeadapter hier reinbekommen. Im Prinzip kann man sich ja vorstellen, man kauft eine Schüssel mit Deckel drauf, klebt dieses Päckchen hier aus Akkuladeadapter und von mir aus dem oder was auch immer ihr euch bastelt, klebt es hier rein. Das hält auch bombastisch und legt das Ladekabel oder den Ladestecker einfach mit rein. Und wenn man es laden will, macht man halt den Deckel auf und lädt es. Wäre die einfachste Lösung, da brauche ich nicht bohren. Ne? Und wenn nicht, muss man halt irgendwie gucken, dass man diesen Ladestecker mit einem Deckel kriegt. Oder das Ganze halt doch andersrum macht, ja? Dass man es doch so rum wie am Anfang geplant in die Schüssel platziert. Und das liegt jetzt auch ein bisschen besser, weil da jetzt natürlich kein rundes Teil dabei ist und dann ganz einfach irgendwie einen Deckel von oben drauf macht mit einem diffusen Teil. Ich nutze jetzt halt mal hier wieder das Papier und das sieht auch richtig genial aus. Das Papier schluckt natürlich sehr viel Licht. Das muss dann später natürlich irgendwas Durchsichtiges sein, was diffuses, und ihr seht, das sieht wirklich genial aus. Ja, also das ist schon ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Also ich tendiere wirklich zu diesen LED-Matrix-Teilen. Und von der Seite her, ich hebe es einfach jetzt gerade mal so, sieht es auch richtig genial aus. Ne? Also ist eine ganz wunderbare Sache. Ihr seht wahrscheinlich in der Kamera die Farben nicht so gut wie ich hier. Das ist wirklich, das sieht, also vertraut mir, das sieht wirklich, wirklich wunderschön aus. Ja, so könnte man sich das vorstellen. Wäre natürlich so eine super einfache Lösung, weil ich hatte ja irgendwo, vielleicht habe ich sie auch noch hier. Ne, die habe ich schon weggepfeffert. Einfach hinten ein Loch reinbohren in die Schüssel, diesen Adapter hier durchstecken, den Akku-Pack einfach mit der Heißklebepistole auf den Akku hier kleben. Dann habe ich so ein fertiges Päckchen. Lege das Ganze dann einfach hier oben rein und klebe das Akku-Pack an den 4 Ecken fest mit der Heißklebepistole. Das hält bombastisch und dann liegt es so hier drin und mache oben drüber entweder einen Deckel von einer Tupperschüssel, ne, was hier halt jetzt leider nicht dabei war, oder mache irgendein diffuser Kunststoff rein oder einen Luftballon drüber spannen. Gibt es 1000 Möglichkeiten. Ja. So. Und das war jetzt einfach mal zum Zeigen, was man alles tun kann und wie man sowas angehen kann und wie man einfach rumprobiert und auch mal auf die Schnauze fällt, weil die Schüsseln halt vielleicht doch nicht die Größe haben, wie man sich vorstellt, obwohl das würde jetzt sogar noch wirklich relativ gut gehen.
So ist es, so ist Leben. Und mein Abschluss werdet ihr dann noch sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt erstmal zum Schlusswort, da reden wir dann nochmal drüber. Bis gleich. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Ja, wir haben jetzt am Schluss nichts vorzuzeigen oder ich habe nichts vorzuzeigen. Ich kann euch jetzt nicht die perfekte Tupperschüssel als Philips Hue Go Ersatz zeigen, den man einfach selber bauen kann und ihr denkt dann, ja genau, die Sachen kaufe ich von A bis Z. Das mache ich genau nach. Das wird noch kommen. Ihr werdet meine endgültige Lösung noch sehen. Das wird 1, 2 Videos später kommen. Aber das sollte jetzt erstmal nur eine Anregung sein, wie bastelt man an so einem Teil rum. Im Prinzip ist die ganze WLED-Sache mit dem ESP32 oder ESP8266 und WS2812 LEDs immer die gleiche Chose. Schaut euch meine 3 Videos an, wie gesagt, Infobox, da sind die verlinkt. Da habt ihr die Grundlagen, wie schließe ich das an und der Rest ist immer das Gleiche. In dem Fall hatten wir aber einen Unterschied, wir wollten es portabel machen. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich bin da total unbedarft rangegangen und habe mal im Internet gesucht, was gibt es denn? Ja? Und was sehe ich? Es gibt ein Akku-Pack für ein Raspberry Pi. Das ist eine kleine, süße Platine, die genau das macht, was wir wollen. Ja? Ich habe einen 4000 mAh Akku dran. Da leuchtet das Ding jetzt schon eine Ewigkeit vor sich her übrigens. Ich kann es laden, ich habe 2 USB-Ausgänge dran, die ich benutzen kann, um was zu betreiben. In meinem Fall habe ich halt Kabel direkt angelötet. Ja, ist ja egal, wie man es macht. Ein wunderbares Ding. Kann man auch selber machen. Ne? Ich kann 18650er Akkus zum Beispiel kaufen. Ich kann eine Schale für die kaufen, wo ich die reinstecken kann. Ich kann eine Überwachungsplatine fürs Laden kaufen. Ich kann einen DC-DC-Wandler kaufen, der dann aus der Spannung von den Akkus wieder 5 Volt macht, also aus 3,75 Volt macht. Kann ich auch machen. Wird vielleicht ein paar Euro günstiger sein. Habe ich halt die Arbeit, wer sich damit auskennt, wie man das alles verschaltet und macht und tut, dass das auch sicher funktioniert. Wunderbar. Hier habe ich es halt von AZ Delivery fertig. Fix und es leuchtet und leuchtet. Fix und fertig. Klebe hinten mein ESP noch drauf. Ja, da ist er. Habt ihr alles schon gesehen und fertig Spaß. Und eigentlich wollten wir das hier. Das hier ist unsere Philips Hue Go für Arme. Und wo wir die nachher reinstecken, ja, ob man da jetzt so eine Kuchenform nehmen und da 3 von den Dingern reinmachen. Also es ist echt schade, dass ihr die Farben nicht so seht wie ich in der Kamera. Bei euch ist es mehr weiß, weil es halt wirklich überblendet. Ja. Die Kamera, die schaltet leider da nicht immer hin und her. Egal, macht hier welche rein, leuchtet so ein Teil mit aus. Habt da eine riesen Philips Hue Go mit Griff. Ja, zum Laden müsst ihr halt einen Deckel aufmachen und hier ein USB-Kabel anschließen und das Ding laden, dann hebt es wieder ein paar Stunden, wie es halt nun mal so ist. Oder eine Tupperschüssel nehmt, ich mache es gerade mal aus, oder eine Tupperschüssel nehmt und wo er dann, wie bei mir gezeigt, einfach ein Loch reinbohrt und eben so eine USB-Buchse reinsteckt und dann halt eben von außen laden könnt und das Zeug irgendwie verklebt. Das ist vollkommen egal. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und wie gesagt, ich nutze eine Ring-LED, ich nutze eine LED-Matrix, ich nutze LED-Streifen, klebe die mir in irgendeine Schüssel rein, ich drucke mir was Spezielles auf einen 3D-Drucker mit transparentem Filament. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber das Wichtigste war eben das hier und das braucht er halt, um das portabel zu machen. Ja. Und das ist alles verlinkt unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr draufklicken, schaut es euch an, kauft euch den Quatsch oder kauft ihn nicht und überlegt euch einfach, wo baut ihr das rein, um eure Philips Hue Go Selbstbau, euer Philips Hue Go Nachbauprojekt einfach zu machen. Steuern tut er das ganz normal dann wie immer über die WLED-App oder über eure Hausautomation. Ja, ihr könnt es ja draußen auf dem Gartentisch stehen haben und sagen, Frau A, mach bitte die Tischbeleuchtung an. Und flups geht es an. Ist ja alles machbar. Ne? Wie gesagt, in den 3 Videos in der Infobox habe ich das alles erklärt. Von der Hardware bis zur Software bis zur Hausautomation. Ist alles da, guckt es euch an. Das Einzige, was jetzt dazugekommen ist, eben ein Akku-Pack. Und das ist nichts anderes, ob ich jetzt ein Netzteil nehme oder das Akku-Pack. Ich habe plus 5 Volt, minus 5 Volt, passt da. Ne? Ja, soweit, so gut. Ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht, weil es jetzt noch kein Ergebnis gab. Wie gesagt, das Ergebnis wird kommen. Meine Idee wird kommen, aber ich habe dazu noch was bestellt.
weil ich möchte es nicht mit dem 3D-Drucker machen, weil ihr sollt vielleicht dann da auch profitieren und einfach auf den Kaufen-Knopf drücken und könnt es zu Hause machen, weil 3D-Drucker hat halt wirklich nicht jeder. Das wird noch kommen, aber das Video musste ich jetzt einfach fertig machen. Und ich habe mir auch gedacht, Mensch, das Wichtigste dabei ist doch wirklich, dass man diesen Krempel hat. Und so kreativ ist doch wirklich jeder, dass man es irgendwo reinbaut. Ja, irgendwo reinbaut und kann es dann mitnehmen, egal wohin, ich habe es dabei. Ja, von mir aus baut ihr euch eine Taschenlampe draus. Weiß der Geier, kann man alles machen. Naja, wir werden weitermachen mit LED-Projekten. Ich habe nämlich noch, hier hinter mir steht dieses Dies und das Schild umzubauen. Das wird eins der nächsten Videos sein. Ich habe noch ein On-Air-Schild umzubauen. Das packe ich aber in ein Video. Da werden wir wieder mit LEDs schaffen. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Hardware rumliegen. Ja, wir machen weiter. Sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.